Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Reifendruckkontrollsystem. Ich möchte euch heute die unterschiedlichen Systeme erklären, also das direkte und das indirekte Reifendruckkontrollsystem, sowie die Funktionsweise der Fehlerkontrolllampe erklären und die Arbeitsweise des Reifendruckkontrollsystems genau erläutern. Starten wir mal mit den unterschiedlichen Systemen. Es gibt das direkte Reifendruckkontrollsystem, so wie hier verbaut. Hier ist an jedem Ventil zusätzlich eine Sensoreinheit verbaut. Diese misst die Druckwerte im Reifen, sendet sie an das Steuergerät weiter. Und sollte jetzt der Reifenluftdruck zu gering sein, dann löst das Steuergerät im Kombi-Instrument eine Fehlerlampe aus, wo ich darauf hinweise, dass ihr den Reifenluftdruck überprüfen sollt, gegebenenfalls den Reifen eventuell erneuern oder reparieren lassen. So, dann würde ich sagen, ich erkläre euch mal in diesem Fahrzeug hier das direkte Reifendruckkontrollsystem und die Fehlerlampen. Wichtig für die richtige Initialisierung des Reifendruckkontrollsystems ist natürlich der richtige Reifenluftdruck. Der befindet sich bei diesem Fahrzeug, wenn ich die Fahrertür öffne, an der B-Säule. Hier sehe ich hier das Schild, also diesen Aufkleber. Bei anderen Fahrzeugen kann es natürlich auch im Tankdeckel sein oder sich an einer anderen Stelle im Fahrzeug befinden. Gegebenenfalls sind die Druckwerte der Bedienungsanleitung auch zu entnehmen. Hat das RDKS-System eine Systemstörung, blinkt es zuerst 1 Minute lang und leuchtet dann dauerhaft auf. In diesem Fall müsst ihr in die Werkstatt und checken, ob einer der Sensoren womöglich eine Störung hat oder der Anlernungsprozess nicht richtig erfolgt ist. Leuchtet die Lampe dauerhaft, liegt ein Luftdruckverlust vor. Bei vielen Fahrzeugen ist es auch möglich, den Reifenluftdruck sich direkt im Kombi-Instrument anzeigen zu lassen. Wichtig ist es natürlich zu wissen auch, dass der Reifenluftdruck nicht ständig überwacht wird, sondern bei manchen Fahrzeugen auch erst ab einer gewissen Geschwindigkeit, zum Beispiel ab 40 km/h. Sollte ich einen platten Reifen gehabt haben und den Luftdruck nachgefüllt haben, kann es auch sein, dass ich erstmal eine gewisse Zeit mit einer bestimmten Mindestgeschwindigkeit fahren muss, damit sich die Reifenluftdruckkontrolllampe löscht. Nicht bei jedem Fahrzeug wird zwar der Reifenluftdruck angezeigt, aber bei einigen muss es auch erst ins Kombi-Instrument eingeblendet werden. Beim Hersteller Subaru kann es sein, dass ich erst über Pfeiltasten im Kombi-Instrument die verschiedenen Hintergründe hinterlegen muss. Bei direktem Reifendruckkontrollsystem wird hier der Beladungszustand eingestellt. Hier beispielsweise, wenn ich den Knopf lange drücke, wird im Kombi-Instrument jetzt hier TBMS 1 eingestellt. Wenn ich den Knopf nochmal kurz drücke, kann ich hier die unterschiedlichen Beladungszustände einstellen. Diese richten sich auf den Reifenaufkleber, den wir vorhin in der Fahrertürseite auf der B-Säule gesehen haben. Mit Langknopf auf den TBMS-Z-Knopf könnt ihr das System dann einstellen. Also für 3 Sekunden muss gedrückt werden. Also sprich TBMS 1 soll den geringen Beladungszustand widerspiegeln, TBMS 2 den erhöhten Beladungszustand und TBMS 3 sollte, wenn der Anhänger angehängt wird. Es hat auch gezeigt, dass selbst ein Nicht-Anpassen des Systems einen breiten Spielraum lässt. Das heißt, wenn ich jetzt den Anhänger anhänge und habe den Luftdruck trotzdem ganz normal eingestellt, kann es sein, dass keine Reifendruckkontrolllampe aufleuchtet, da der Spielraum noch groß genug ist. Solltet ihr eine Panne haben und müsst das Reifendichtmittel verwenden, kann es sein, dass es anschließend trotz korrekten Reifenluftdruckes zu Störungen kommt. In diesem Fall, wenn möglich, vielleicht dann doch lieber das Rad normal wechseln. Bei den meisten Fahrzeugen ist leider kein Ersatzrad, kein Notrad mehr vorhanden. Also solltet ihr es verwenden müssen und es sollten nachher Störungen auftreten, ist es wichtig, dass ihr nach dem Reifendrucksensor bei einem direkten Reifendrucksystem ersetzen lasst. Bei einem Gummiventil erkennt ihr hier an den Ring des Ventiles hier, genau hier ist nochmal so ein ganz kleiner
Ring, dass es sich um einen Reifendrucksensor handelt. Okay, hier habe ich jetzt für euch zwei Sensoren noch. Einmal hier diesen hier. Hier kennt man deutlich auch, dass hier der Sensor kleiner ist als beim anderen. Der andere ist ein alter, der eben schon ausrangiert eben ist. Und das hier ist noch ein neuer. Das hier ist der Schrader EZ-Sensor 2.0, wobei Subaru im Moment im Einsatz ist. Der hier ist klonbar oder auch kopierbar genannt. Das hat folgenden Vorteil: Ich kann hier die ID von den Sommerrädern hier abgreifen und bei den Winterrädern dann eben hier überspielen und den mit derselben ID, also diese Nummer programmieren, wo dann anschließend vom Reifendruckkontrollsystem Steuergerät erkannt wird. Wenn ich jetzt die Räder tausche, ist kein weiteres Anlernen notwendig. Das heißt, er bekommt ja die Nummern dann eben wieder von den Winterrädern, auch die Sommerräder. Und wenn ich dann so circa 2-3 Kilometer, meinetwegen mit Tempo 80 fahre oder so, dann erkennt er das Ganze und tut die Reifendruckkontrolllampe selbst resetten. So, das hier ist noch die erste Generation. Die ist leider jetzt hier nicht so gut eben. Hier muss ich wirklich bei jedem Räderwechsel eben das System neu initialisieren. Hier sieht man auch noch wunderschön, der Sensor ist auch einzeln zu wechseln. Hier habe ich das Ventil, was einzeln ist eben. Und hier noch die kleine Schraube, wo das Ganze reingeschraubt ist, genauso wie hier. So, hier haben wir einen defekten Sensor. Hier können wir gleich mal die Möglichkeit nutzen, dass wir auch mal sehen, wie das Ganze hier gespeist wird. Genau, ich glaube, hier sieht man schon relativ gut eben. Der war an der Seite hier schon beschädigt vom Abmontieren, war aber ist schon kaputt. Hier sehe ich dann eben, dass hier eine kleine Knopfzelle eingebaut ist. Und diese kleine Knopfzelle ist eben das Problem an der Sache. Nach 5-6 Jahren ist die womöglich leer und muss dann eben gewechselt werden. Genau, kurz der Vollständigkeit halber noch, habe ich zu Beginn von direkten Reifendruckkontrollsystem gesprochen. Andere Hersteller verwenden zum Beispiel auch indirekte Reifendruckkontrollsysteme. Hierbei wird der Abrollumfang übers ABS eben erkannt. Oder beziehungsweise der Abrollumfang ist eben hinterlegt, was sein soll. Und die ABS-Sensoren tun die Radumdrehungszahl dann eben zählen. Und sollte der Reifen platt werden, ändert sich der Abrollumfang dadurch. Und das Ganze kann dann eben vom System erkannt werden, ohne solche Sensoren direkt eben. Es muss nur zu Beginn nach einem Räderwechsel oder wenn der Luft geprüft ist, eben der Sollluftdruck eingestellt werden. Okay, eine Frage möchte ich noch zum Schluss mit euch klären. Oft wird gefragt eben, wo stecke ich jetzt die Räder beim Räderwechsel, auf welche Achse. Also zu Beginn ist eben der Verschleiß auf der Vorderachse höher beim Allrad. Das Hauptdrehmoment ist ca. 60–40%. Ich will mich jetzt nicht genau festlegen, das hängt je Modell eben unterschiedlich ab. Dadurch ist eben der Reifenverschleiß auf der Vorderachse höher. Ja, also Subaru empfiehlt eben, die Reifen von der Vorder- und Hinterachse zu tauschen. Oft hört man eben, ja, das bessere Profil gehört auf der Hinterachse aus fahrdynamischen Zwecken. Das ist wirklich auch richtig eigentlich, erstmal gedacht. Also die Fahrdynamik ist an der Hinterachse eben sicherer, weil das Fahrzeug dadurch eben nicht ins Schlingern so leicht geraten kann. War beim Allrad eigentlich sowieso fast hinfällig, weil wir permanent alle 4 Räder abtreiben. Und das Problem ist eben auch wegen der Allradkupplung, wenn der Reifenabrollumfang zu groß wird, eben der Unterschied von Vorder- zu Hinterachse und der stärkere Profil auf der Hinterachse ist, kann eben die Allradkupplung oder Zentraldifferential dadurch einen Schaden erleiden. Zum Schluss des Videos würde mich noch interessieren, was solche Erfahrungen ihr mit dem Reifendruckkontrollsystem gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Videos von mir mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach den Channel. Auf Wiedersehen und gute Fahrt. Euer Mike.